Hi Leute, willkommen zu Dragon bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Labwaffenbau und ab und zu schon mal ein paar andere Sachen, eher Lab- und Bastelhütchen, und ich hoffe demnächst vielleicht Bastelhütchen. Lab sowieso, tollste Hobby der Welt. Also, dann geht's mal weiter, und zwar mit dem dritten Teil vom Kernstab verbinden. Ich muss noch ein bisschen was improvisieren, aber es geht voran. Das zeige ich euch jetzt, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann geht es dann mal weiter. Und zwar, uns gucken, hier haben wir noch alles irgendwie rumfliehen. Mal schauen, ob wir da noch irgendwas von benutzen können. Ich bin jetzt hingegangen. Ich hatte erst überlegt und wollte eine Schraube reinmachen. Dann hatte ich die Überlegung, eine Gewindestange. Jetzt wird sie wahrscheinlich auch passen. Jetzt ist sie ja zu klein. Aber ich habe den Bohrer wieder gefunden für den ursprünglichen Plan und habe die 5 mm Rundkernstabstücke genommen. Da ich hier erstmal gebohrt habe, die passen jetzt super rein. Der Bohrer, der hat glaube ich jetzt so 5,1 oder 5,2 mm, also ja, so ein minimales Spiel ist, aber da kommt ja auch noch der Kleber rein. Hab das dann reingebohrt, hat mir das halt überlegt, dass das sich vielleicht dann besser verbindet. Im Endeffekt geht es ja nur darum, dass der beim Drehen sich dann nicht rund dreht und auch nicht so schnell runtergezogen werden kann. Und dann hatte ich mir überlegt, dadurch, dass dann ist ja auch GFK, wird das ja verklebt und dadurch ist das Material dann ja auch wieder mehr oder weniger voll. Ja, also mal abgesehen von der Bohrung dann, aber wenn das wieder reingeklebt ist, denke ich mal, wird das zur Stabilität auch dann beitragen. Soweit mein Plan. Mal gucken. Jetzt hoffe ich nur, dass der Kleber sich noch nicht alles hier so verabschiedet hat. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob man das hier... Ja, es knackt. Vielleicht kann man es rausmachen, dass man das Ding wieder benutzen kann. Ja, das sieht gut aus. Oh ja, guckt, kann man rausholen. Ist wie neu. Naja, also fast. So, probieren wir mal aus. Wie gesagt, ich hoffe, der Kleber, ja doch, sieht gut aus. Kommt so ein bisschen Luft raus, oder? Ich denke mal, das sollte klappen. Allerdings will der durchsichtig irgendwie nicht so, wie ich will. Ja. Irgendwie will der hier nicht, oder kann er nicht schon? Ist er noch nicht leer, das Ding? Hier ist hier gerade noch nicht der Hälfte. Ich habe so das Gefühl, dass der sich hier irgendwie verstopft hat. Guck mal schön, was das hier reinpasst. Wahrscheinlich wie immer nicht. Irgendwas ist hier gefühlt immer, ne? Ah, das kann natürlich sein, wie in dem scheiß Ding hier. Ach, das ist so. Ja, da hätte ich auch ins Druck kommen können. Ja, deshalb klappt das nicht. Das Ding, das war im Weg. Ach, Leute. Also hier das kleine Ding, was hier zwischen ist, das ist für hier drauf zu stecken. Alter Falter. Ja, sowas entdeckt man dann erst immer, wenn es schon zu spät ist. Also, man kennt das ja irgendwie. Ach, das ist so ja noch mit einer Führung dran. Guckt ihr dann. Naja. Alter Mann, da ist noch viel zu lernen. So. Erstmal ein bisschen umrühren. So megamäßig viel, denke ich mal, braucht man da ja nicht so für. Einfach mal einschmieren. Rein passt das Teil ja gut. So. Gucken noch ein bisschen. So, das klappt schon mal gut. Das Überschuss hier, das machen wir so ein bisschen weg. Na gut, sieht immer noch ziemlich wild aus. Aber egal, so, den Hammer legen wir mal hier so hin, dann kann das nämlich gut trocknen. Wie gesagt, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr. Vielleicht hätte ich auch noch unten auf das Ding was drauf tun sollen. Hier so. Weiß nicht. Vielleicht ziehe ich den einen jetzt gleich noch mal ein bisschen raus. Ist vielleicht besser, wenn man dann
nach unten auch noch was reinschmiert. So. Kann ja noch nichts passieren. Das ist ja noch nicht trocken. So schnell trocknet das Zeug ja zum Glück nicht. Ja, wir schmieren hier einfach unten noch ein bisschen was drauf. Ja, also auf jeden Fall, Leute, Handschuhe tragen. Ne? Also wenn er mit so Kleber rummatscht, das ist das A und O. Und beim Schleifen natürlich eine Staubmaske oder irgendwas anderes als Maske. Auf jeden Fall, wenn er bohrt und schleift, das ist schon ganz ordentlich was da raus. Also in der Lunge möchte ich das dann auch nicht haben. Hat man vielleicht in meinem Video nicht so gesehen, da ich an einer Stelle mir auch die Maske angezogen habe, aber glaubt es mir, macht Sinn. So. Ja, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal hier drin trocknen. Ich hoffe mal, dass das soweit trocken ist. Mal schauen. Jetzt habe ich hier ziemlich viel Gummiklecker, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt eine kleine Säge hier. Jetzt sägen wir das Ganze hier ist erstmal so halbwegs bündig ab. Jawohl. Hätte ich besser direkt festhalten soll. Ja. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ja, sieht doch schon richtig gut aus, Leute. Ich bin echt schwer begeistert. So, dann machen wir hier noch ein bisschen das Klebeband wieder ab. Vorausgesetzt, kriegt ab. Da muss ich noch ein bisschen rumfrickeln. So. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Klebeband nur noch gucken, dass ich das noch so halbwegs abkriege. Dann mache ich dann noch. Auf jeden Fall haben wir das hier schon mal bündig. Mal ausprobieren. Die längere Seite hier. Macht auf jeden Fall schon mal sehr robusten Eindruck. Also ich habe jetzt mal ziemlich kräftig dran versucht zu biegen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Also bisher würde ich sagen, könnte ein bisschen was aushalten. Eins, wo ich noch ein bisschen Säuen habe, ist hier mit dem, da hätte ich mir vielleicht besser auch noch irgendwas einfallen lassen sollen. Entweder das mit Gewindekleber irgendwie verklebt. Weil ich muss ja noch gucken, hier kommt ja noch Matte drum, dass sich das Teil hier nicht dann noch losschraubt. Das ist natürlich noch so ein kleines Problem. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber so im Großen und Ganzen gucken wir jetzt mal. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal mit Matte machen, beziehungsweise kleben. Jetzt machen wir erstmal wieder einen Spitzenschutz. So, das Ding, ist die Klinge nicht total stumpf geworden durch das Metall. Ne, geht noch, ist noch okay. Da habe ich jetzt einfach ein Stück 16er Matte genommen. Mache ich jetzt einfach halt halber wieder mit Heißkleber. So, einmal. Warte mal, haben wir hier mal. So, das. Der auch, wie gesagt, können wir natürlich auch mit Pattex machen, aber müsst ihr dann halt beide Seiten kleben. Ne? So, das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Ja, jetzt gucken wir erstmal, ob wir das hier alles so bündig abschneiden. Sieht gut aus.
bisschen lang. Kann man dann noch ein bisschen rund schleifen, wenn man das halt will. Aber das liegt dann mehr an euch. So. Und dann, so. Sowieso ein bisschen zu lang, aber das ist nicht schlimm. Wird dann später sowieso noch was gekürzt. So, das mache ich jetzt wieder mit Heißkleber. Also hier werde ich das mit Heißkleber halt machen wieder. Das geht eigentlich relativ schnell. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Dann verklebe ich das hier immer noch gut. Dass ich das nicht wieder aufmachen kann. Klappt eigentlich ganz gut, aber immer dran denken, Leute. Lasst es immer noch ein bisschen trocknen, beziehungsweise abkühlen, bevor dann hier das Stück wegschneidet. Das hat dann nämlich den ganzen Kleber in der Klinge hängen. Ich mache das immer so ein bisschen schräg. Klappt eigentlich ganz gut. So. So, dann haben wir das jetzt auch schon mal. Ja. Ja. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, mal abgesehen, dass ich das Stück, was ich hier habe, ein bisschen kurz habe. Ich werde das hier mit Pateks ankleben, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der, ich sag jetzt mal, der Heißkleber auf dem Metall nicht so gut halten wird. Also mache ich mit Pateks. Ja. Ich werde das dann hier so ankleben. Jetzt bin ich mir auch noch nicht so ganz schlüssig. Also prinzipiell wollte ich ja hier so bündig machen, damit das Gewinde dann da gut rein, dass das nachher auch alles, jetzt habe ich natürlich immer noch das Problem, ich habe ein bisschen Angst, dass das sich hier so ein bisschen rund dreht. Ne? Ja, prinzipiell das Ding hier, das hätte ich vielleicht dann hier auch noch machen sollen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ne? Das reicht nicht, das klappt so nicht vom Gewinde her. Das ist durch den Ring hier ist das ein bisschen zu dick, wie gesagt. Vielleicht hätte ich noch hier so Schraubensicherungskleber, den jeder da glaube ich für. Also früher gab es den, aber heute noch gibt, weiß ich nicht. Das war so blaues, glaube ich, Zeug. Das hat man dann da drauf, hat das dann drauf geschraubt und dann hat sich da nichts mehr gerührt. Weiß ich ja nicht, ob es den heutzutage noch gibt. Oder was Besseres vielleicht mittlerweile. Ich könnte ja uns mit Kleber versuchen, ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Ja, wisst ihr was, wir versuchen das einfach mal. Wir machen mal hier eine Ladung Heißkleber rein. Und kleben das einfach mal hier so drauf. Und der Hoffnung, dass das gut hält. So. Auf jeden Fall hatte ich schon mal so gut gehalten, dass ich das nicht mehr ganz drauf gedreht gekriegt habe. So. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Bin mir da selber noch nicht so ganz sicher, aber für die Winde hat das auf jeden Fall schon mal funktioniert. Wie gesagt, hier drinnen ist nichts. Probieren wir nochmal aus. Ne, kriegt man trotzdem losgedreht. Ja, gut. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen blöd. Da muss man dann wahrscheinlich ein bisschen gucken, wie man das am besten macht. Das ist natürlich jetzt, also mit dem Heißkleber, das hat hier viel zu ja nichts gebracht. Hatte doch nicht, kann man so runter, ja.
Also Heißkleber da rein, das klebt, das bringt ja nichts. So viel haben wir jetzt schon mal gemerkt. Was ich vielleicht ausprobieren könnte, wäre dieser 2-Komponenten-Kleber, den ich zum Ankleben benutzt habe. Das wäre natürlich noch eine Idee. Ich habe ja noch was. Ja, Leute, ich glaube, das probieren wir mal aus. Jetzt, wie gesagt, das wird alles wieder so hoch experimentell, was wir hier machen. Mal schauen, ob das alles so funktioniert. Ach, das Zeug, das klebt immer so. Ich hätte besser noch ein paar Handschuhe anziehen sollen. Aber egal. So, machen wir mal das Zeug. Also mit dem Spitzending hier, das funktioniert. Auf jeden Fall sind die Sachen nicht ganz so schnell. Obwohl der Kleber, das stand ja drauf, dass der Metall klebt. Also prinzipiell würde ich mal sagen, könnte das vielleicht sehr funktionieren. Schmieren wir mal ordentlich drauf. Nach dem Motto, mehr hält mehr. Ne? So. Nur gucken, da ist das nicht so und das Ganze hier hinter rein. So. Ist wahrscheinlich wieder viel zu viel, aber sie ja, lässt sich auf jeden Fall gut drauf. An den Seiten quillt es raus, aber das ist auch nicht schlimm. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal hier so einen alten Schwamm. Machen das so ein bisschen bei. Ja, dann muss ich mit dem Kleben noch ein bisschen von der Matte noch ein bisschen warten. Aber bis jetzt bin ich wirklich guter Dinge. Sieht gut aus. So, dann haben wir das. Spitzenschutz vorne hinten haben wir auch schon. Kernstab ist auch schon auf die Dings, dass das funktioniert. Ja, mal schauen. Wird ein spannendes Projekt, Leute. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir machen jetzt bei dem Video Feierabend. Ich wollte ja erst noch das ganze Teil hier drin alles noch kleben. Wenn wir aber überlegen, das werden wieder zu viele Teile. Wir machen jetzt ein neues Projekt daraus, und zwar das Projekt zerlegbaren Magierstab. Das wird dann das nächste Video, was dann kommt. Mal gucken, werden dann wahrscheinlich wieder 2 Teile. Einmal im Rohling bauen und einmal dann beim Pinseln und fertig machen. Dann wünsche ich euch noch ein paar schöne Karnevalstage. Bei uns geht nämlich heute auch der Zug. Ab nachher kann man nämlich hier nicht mehr filmen, da hörst du so laute Musik, da geht nichts. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, feiert schön. Dann sehen wir uns nächste Woche bei meinem nächsten Video. Wir sehen uns.